Dein Tacho ist dreckig, wir zeigen dir, wie du ihn reinigst, ohne ihn zu zerkratzen. Die Kunststoffoberflächen vom Tacho sind extrem empfindlich und zerkratzen sehr leicht. Hier haben wir ein perfektes Beispiel dafür, wie so eine extrem verschmutzte Tachoglasscheibe aussieht. Wir wollen euch anhand dieser Tachoglasscheibe mal zeigen, wie wir vorgehen bei der Reinigung. Was ich jetzt noch nicht sehen kann, ist, ob die vielleicht schon zerkratzt ist. Also mal schauen, wie am Ende das Ergebnis wird. Auf jeden Fall ist es wichtig, besonders schonend vorzugehen, weil sie eben leicht zerkratzt. Schritt 1 oder das Allerwichtigste ist generell dafür zu sorgen, dass das Tachoglas nie so aussieht wie hier, weil dann wird es schon relativ schwierig. Dann müssen wir in mehreren Schritten mit Druckluft, mit einem ganz weichen Pinsel, mit einem geeigneten Reiniger und einem ganz weichen Tuch arbeiten, um sie nicht zu zerkratzen. Also im Idealfall regelmäßig mit Luft ohne Berührung den Staub entfernen. Dann kommt es gar nicht dazu, dass es so stark aussieht. Aber jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen. Wir geben unser Bestes und zeigen euch, wie wir vorgehen. Wir zeigen euch erstmal den Ausgangszustand und ich denke, man kann hier sehen, dass hier lange nicht mehr sauber gemacht wurde. Wir haben klebenden Staub, wir haben ja wahrscheinlich Tropfen vom Niesen, also auf jeden Fall eine Menge zu tun. Als allererstes entfernen wir mit Druckluft den losen Staub. Anschließend nehmen wir Druckluft und einen Pinsel dazu, um ein bisschen fester sitzenden Staub zu entfernen, aber gleichzeitig wegzupusten, sodass sich der Staub gar nicht erst an unserem Pinselhaaren festkrallen kann, sondern schnell weggepustet wird. Wer keine Druckluft hat, kann auch einen Autoblower oder ähnliches nehmen. Wir nehmen dann ein neues, langfloriges Mikrofasertuch und einen geeigneten Innenraumreiniger. Den hier haben wir euch unten verlinkt. Anschließend reinigen wir vorsichtig die komplette Tacho-Oberfläche, gucken dabei immer wieder ins Tuch rein, um zu sehen, ob das schmutzig ist und drehen die Seiten des Tuches, wenn nötig, auf eine frische Seite oder wenden es so, dass wir immer eine frische und saubere Seite haben und wischen somit den Tacho komplett ab. Wichtig ist hier, dass du nicht zu doll hin und her reibst, sondern wirklich vorsichtig ohne Druck wischt und hier nötigenfalls mal ein neues Tuch nimmst, wenn das Tuch schon dreckig ist. Wie gesagt, das kommt immer auf den genauen Verschmutzungszustand des Tachos an. Du siehst hier anhand meiner Arbeitsgeschwindigkeit oder der Dauer, wie lange das dauert, so eine kleine Fläche zu reinigen, insbesondere wenn sie so viele Ecken und Kanten hat. Zwischendurch puste ich die Oberfläche wieder mit Druckluft trocken, um wirklich zu sehen, ob alles sauber ist und wiederhole den Vorgang so lange, bis ich wirklich jeden Schmutz entfernt habe. Achte darauf, in jedem Winkel zu gucken, weil du siehst, hier oben in der Ecke war noch Schmutz, also guck wirklich von verschiedenen Winkeln drauf, damit du ein optimales Ergebnis erzielst. Vielleicht an dieser Stelle nochmal der wichtige Hinweis, bitte verwende keinen Glasreiniger. In den meisten Fällen haben sie Alkohol enthalten. Das würde das Tachoglas schnell zerkratzen, weil es eben das zu weich macht und die Oberfläche angreift. Wenn du dann mit der Reinigung fertig bist, herzlichen Glückwunsch, dann achte bitte darauf, wenn es dein Auto ist, dass es nie wieder so weit kommt, oder gebe dem Kunden den Rat, da ein bisschen darauf zu achten, weil sonst das Zerkratzen sicher ist. Selbst bei der schonendsten Reinigung, wenn man sie immer wieder machen muss, wird das Tachoglas zerkratzen. Hier ist auch wieder der wichtigste Hinweis, habe ich schon im Intro gesagt, vorab wirklich so gut es geht pflegen, möglichst dafür sorgen, dass nicht so eine Staubschicht entsteht, weil das 100% kratzerfrei zu reinigen ist wirklich schwierig. Aber wenn es dann der Fall ist, dann erstmal mit Druckluft versuchen, dann mit einem Pinsel und Druckluft. Und wenn es dann nicht weiter oder noch nicht sauber genug ist, dann mit einem geeigneten Innenraumreiniger, das ist wichtig, der keine Schlieren auf diesen Flächen hinterlässt, keinen alkoholhaltigen Glasreiniger verwenden und vorsichtig mit einem neuen, langflorigen Mikrofasertuch wischen. Und wenn es geht, mit Druckluft den Reiniger trocknen und dann immer kontrollieren, ob noch Dreck da ist. Und wirklich nur dort reinigen, wo es auch nötig ist, um eben die Oberfläche nicht zu zerkratzen. Hier ist sie leider schon relativ zerkratzt, aber dennoch immerhin wieder sauber, um euch die Methode zu zeigen, hat das Auto also super gereicht. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen. Seid vorsichtig dabei. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.